Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Recht herzlichen Dank fürs Reinschauen und wir sind auch schon mittendrin statt nur dabei. Ich sitze hier gerade in dem lang erwarteten Toyota Supra DTM 1989, developed by Tommy78. Und unterwegs sind wir auf dem Lausitzring, developed by ODB, mit den neuesten IBL-Shadern bestückt, zumindest teilweise schon. Das sieht alles wunderbar aus hier. Der Track ist in Brandenburg gelegen mit einer Streckenlänge von 4,5 Kilometern. Aber unser Thema ist heute der Toyota Supra und ich habe genau das bekommen, was ich auch erwartet habe von diesem Fahrzeug. Wir haben keinen Heckspoiler, das bedeutet wenig Anpressdruck, wenig Aerodynamik. Das Heck ist sehr locker. Wir sind hier mit einem Fahrzeug der 80er Jahre unterwegs, die noch deutlich näher an den Serienfahrzeugen waren als die Tourenwagen der 90er. Das Fahrzeug macht einen riesen Spaß und ist meiner Meinung nach das bisher dato beste Fahrzeug, was der Tamash auf die Beine gestellt hat. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen von ihm nicht gut sind. Im Gegenteil, ich bin ein riesen Fan von der DTM 91 und bin regelmäßig damit unterwegs. Aber das Fahrzeug hier, das toppt für mich persönlich einfach alles. Ich habe hier permanentes Unter- und Übersteuern im Fahrzeug. Ihr seht, wie ich hier am Werkeln bin mit dem Lenkrad. In den Kurven Ein- und Ausgängen müsst ihr auch immer wieder das Gaspedal touchieren, wenn ihr das Fahrzeug rollen lasst, damit die Traktion an der Hinterachse erhalten bleibt. Also das Fahrzeug will ständig beschäftigt werden und ihr seid ständig mit dem Fahrzeug beschäftigt. Wir haben hier ein 5-Gang-Getriebe mit 303 PS. 1050 Kilogramm Leergewicht ohne Fahrer, 383 Newtonmeter, kein ABS, keine Traktionskontrolle. Es ist halt mit den 89er Spezifikationen unterwegs. Gegenüber der DTM 91 ist es natürlich unterlegen, aber unser guter Tamash hat jetzt damit angefangen, den 89er DTM Ford Sierra Cosworth für uns zu entwickeln, was natürlich eine riesen tolle Sache ist. Und dann hat er mich auch direkt wissen lassen, dass er sich auch noch an den Mustang setzen wird, den Mercedes Evo von 89 und den M3. Damit hätte er dann auch das 89er Feld komplett. Und ich finde persönlich, die 89er Saison ist doch deutlich interessanter wie die 90er Saisons. Denn wie gesagt, die Fahrzeuge waren noch deutlich näher an den Serienfahrzeugen. Da kommt so ein bisschen mehr das echte Fahren, der echte Motorsport noch rüber. Ihr versteht, was ich meine. Seriennahe Fahrzeuge, hochgetunt und ab auf die Strecke damit. Das ist doch eigentlich das, was wir alle lieben und sehen wollen. Schön mit Lackabtausch und allem drum und dran, was dazugehört. Wie gesagt, ich bin absolut begeistert von dem Auto. Es liegt auch einiges höher als die anderen Fahrzeuge. Hat ein deutlich weicheres Fahrwerk. Und wenn ihr das Fahrzeug in die Kurven schmeißt, das werdet ihr sofort spüren. Ihr müsst immer sofort gegenkontern. Wie gesagt, immer leicht Gas geben auf dem Pedal, um Traktion zu erhalten. Rechtzeitig abbremsen. Wir haben kein ABS, auch ein Nachteil gegenüber den 91er Modellen. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ich bin absolut begeistert. Ich kann euch das Fahrzeug nur ans Herz legen. Schaut es euch an. Für die 4,50 Euro, die sind es allemal wert. Der Tamash hat da verdammt viel Arbeit reingesteckt. Er hat sich locker 50 Stunden Videos onboard angeschaut, um das Fahrverhalten so exakt wie möglich vom realen Leben in das virtuelle Leben zu übersetzen. Und die meisten von euch wissen sicherlich, haben einiges schon mitbekommen, dass selbst als Amateurprofi unterwegs war im Motorsport. Und der Kollege, der weiß schon, wovon er redet und der weiß, was er hier macht. Die Modelle hat er komplett alle selbst entwickelt, die Lackierungen hat er selbst entwickelt, die Physics hat er komplett selbst erstellt. Und das ist so ein ambitionierter Enthusiast wie ich. Ich habe zwar nicht das Know-how wie er jetzt, Fahrzeuge zu entwickeln oder Physics zu erstellen, aber ich liebe das Simracing und erstelle gerne Videos. Und dann nutze ich doch meine Fähigkeiten und will euch das hier weitergeben, meine Impressionen bezüglich dieses Fahrzeugs. Wenn ihr Freunde von historischen Fahrzeugen seid, den guten alten Motorsport liebt, ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, schön mit Haarschaltung und auch noch auf Tourenwagen steht, dann ist das hier ein absolutes Muss für euch. Es ist ein sehr anspruchsvolles Fahrzeug, definitiv. Mit das am schwersten zu fahrende Fahrzeug, genau wie der Opel Omega. Die zwei, die sind für mich die härtesten Nüsse hier, um die auf der Strecke zu meistern. Das nenne ich wirklich mal einzigartigen Content, den der Tamash hier auf die Beine stellt. Die Bilder von dem Fahrzeug waren so rar gesetzt im Internet, dass wir da wirklich tagelang gesucht haben und bis sich da mal einer aus dem Forum gemeldet hat, der uns dann wirklich vernünftige Bilder zur Verfügung gestellt hat. Und ich finde, das Interieur sieht wirklich klasse aus. Hat richtig schön Oldschool-Style, so wie sich das gehört. Ich bin ja auch eher der Freund von historischen Oldschool-Fahrzeugen. Schön mit Haarschaltung, ohne elektronische Fahrhilfen, rein mechanischer Grip. Das Fahrzeug toleriert so gut wie gar keine Fehler. Man muss hier ständig auf der Hut sein am Gaspedal und auf der Bremse.
Er hat auch eine sehr direkte Lenkung. Auch vom Sound wirklich klasse gelungen, was der Tamash hier umgesetzt hat mit dem Fahrzeug. Und auch sonst die gewohnte Qualität, wie man sie von Tamash kennt. Rain FX, Regenscheinwerfer funktionieren, Lichtscheinwerfer funktionieren. Die Katzenaugen könnt ihr allerdings nur aktivieren über den Showroom. Das funktioniert in-game derzeit leider noch nicht. Ich hoffe, dass Studio 397 da demnächst nachholen wird. Die neuesten PBR-Shader sind mit versetzt. Und auch ansonsten, ich denke, das Video spricht für sich selbst. Seht euch einfach mal das Fahrverhalten von dem Fahrzeug an, wie ich da am Lenkrad am Arbeiten bin. Mit den Pedalen, das sieht man jetzt hier leider nicht, aber ich bin da schon gut Ballett am Tanzen, dass ich das Fahrzeug auf der Strecke halten kann. Ich war hier gerade mit einer KI von 100% unterwegs, das ist doch deutlich zu viel. Das nächste Rennen werde ich definitiv auf 95% runterstellen, denn die AIW-Datei ist schon sehr gut erstellt hier und sehr anspruchsvoll mit dem Fahrzeug hier, definitiv. Dieses Fahrzeug, es ist zwar ein Rennfahrzeug, aber es hat auch so ein bisschen die Charakteristik vom Straßenfahrzeug übrig, mit Slicks halt drauf, klar. Und ich finde, diese Kombination, die macht dieses Fahrzeug wirklich zu etwas Besonderem für mich. Ich denke mal, ihr habt es verstanden, mir gefällt das Fahrzeug sehr gut. Ich wollte es euch nur mal im Kurzen hier nahe halten. Und ich würde sagen, unterstützt den guten Tamash, holt euch die Mod, haltet den Kollegen bei Laune, dass er immer schön motiviert ist, weiterzumachen. Denn wenn er es nicht macht, wer macht's dann? Denn mein Geschmacksnerv hat er total getroffen mit dieser Mod und auch überhaupt mit der DTM 91. Und in dem Sinne würde ich sagen, meine Lieben, wir hören uns das nächste Mal, da wird bestimmt demnächst noch was kommen, denn in R-Factor 2 tut sich ja momentan so richtig viel. Ich bin absolut begeistert. Die BTTC wurde angekündigt offiziell. Der Donington Park und Brands Hatch. Mal sehen, welche Tracks noch dazu kommen. Ich vermute mal, dass da noch einige Tracks von der BTCC dazukommen werden. Dann die diversen Updates, die diversen Beta-Updates, die Studio 397 jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das ist schon wirklich fantastisch. Und vor mir seht ihr gerade den Opel GSI. Auch ein absolut geiles Auto, der einzige Frontantriebler, den es jemals gab in der DTM. Und die allerbeste, allergrößte Nachricht, für mich persönlich, die AI wird jetzt auch endlich bearbeitet und gefixt. Das finde ich doch mal eine tolle Sache. Und ich finde, so kann es weitergehen. Aber diesbezüglich werde ich nochmal ein separates Video aufstellen. Und sollte euch das hier gefallen haben, lasst doch bitte ein Abo da und ein Like da. Unterstützt mich, verteilt meine Videos, unterstützt den Tamash bei seinen Mods, kauft es ist es allemal wert, glaubt es mir, die 4,50 € habt ihr bestimmt übrig. Ihr werdet eine Menge Spaß damit haben, das garantiere ich euch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Fastest lap for Schumacher, 1:54.0. Sector 3 is 1.1 off the pace. On your right. Clear right. Well done, good pass.